meine Zuckerschnittchen. Der Käsekuchen ist im Ofen und geht langsam vor sich hin. Es verbreitet sich ein köstlicher Duft nach marmoriertem Käsekuchen in meiner kleinen Kitchen. Diese Zeit wollte ich kurz nutzen, um über Diät zu sprechen und im Speziellen über meine Diät. Ich ernähre mich seit ungefähr 15 Jahren mit Low Carb. Das heißt, anfänglich, wo ich ganz begonnen habe, habe ich so 70, 80 Kohlenhydrate pro Tag zu mir genommen. Normale Menschen nehmen, das heißt normale, aber normal Essende nehmen ungefähr 300 Kohlenhydrate zu sich. Ich habe dann das mehr oder weniger immer heruntergeschraubt bis auf 30, 40 Kohlenhydrate pro Tag. Das ist auch der Zustand, wo man dann in die Ketose kommt. Das erkläre ich euch nochmal in einem separaten Video. Ich habe dann sehr streng und auch das Fett reduziert geschafft, dass ich 30 Kilo abgenommen habe. Damals habe ich 123 Kilo gewogen. Nun gut, dann bin ich auf 85 heruntergekommen, hat sich dann so auf 90 über viele Jahre eingependelt. Dann kam die Pandemie und zack, waren nochmal 20 drauf. Dann war ich bei 114. Und jetzt, habe ich heute mich gewogen, bin ich bei 96,5. Nach Adam Riese fast schon 20 Kilo. Ich brauche nochmal 7, dass ich wieder auf die 90 bin. Ich bin 1,84 groß, 90 Kilo ist für mich ideal. Ich esse halt gerne und deswegen wird es nie ganz unten sein. Aber 90 ist super und da habe ich noch ein paar Kilo vor mir. Wie geht das? Wie habe ich das gemacht? Ich sag's euch. Ich sage euch jetzt ein paar ganz wichtige Basics, wie ich es geschafft habe und wie eigentlich jeder schafft, wenn er sich dran hält. Ganz wichtig. Number one. Keine Flüssigkeiten, keine Getränke zu sich nehmen, die in irgendeiner Form Kalorien haben. Keine Latte, keine Säfte, höchstens Zero-Sachen. Es darf also 0 Kalorien drin sein. Das sind leere Kalorien, die wir zu uns nehmen, die kein Sättigungsgefühl erzeugen. Und deswegen, wenn wir viel trinken, müssen wir trotzdem noch essen. Als zweites verzichtet eben auf alle Kohlenhydrate. Kein Brot, keine Hülsenfrüchte. Schaut, dass ihr keine Lebensmittel zu euch nehmt, die mehr als 5 oder 6 Kohlenhydrate pro 100 Gramm habt. Das sind alle grünen Gemüse, alle weißen Gemüse. Die roten sind schon schwierig, die sind manchmal, also rote Beete hat sehr viel, da muss man sehr aufpassen. Und natürlich dann Proteine. Entweder über Fleisch oder Fisch oder seit neuestem auch über die tollen vegetarischen Produkte, die jetzt hauptsächlich auf Eiweißbasis gemacht sind. Am Anfang waren sie sehr kohlenhydratelastig und jetzt plötzlich sind sie ganz niedrig im Kohlenhydratbilanz und gehen genauso gut. Das freut mich sehr, dass endlich können Low-Carb-Menschen auch Vegetarier sein, was lange Zeit nicht so wirklich möglich war, wenn man den vollen Geschmack haben möchte. Und dann bitte fangt an ganz easy und schreibt erstmal auf, was ihr esst. Und schreibt auf, wie viel Kohlenhydrate hat es gehabt und wie viel Kilokalorien. Da brauchen wir eine kleine Broschüre oder es gibt Apps wie LiveSum, die einem das automatisch berechnen, auch für den Tag. Schreibt erstmal nur auf. Ihr werdet sehen, durch das Aufschreiben wird sich schon einiges tun. Aber bitte schreibt alles auf. Und wenn ihr dann soweit seid, dann rechnet mal durch und dann kommt bitte maximal so auf 40, 50 Kohlenhydrate pro Tag und maximal so auf 1300, 1400 Kalorien. Wenn ihr es weiter runterschrauben könnt, gut. Wenn nicht, könnt ihr auch da bleiben. Und glaubt mir, ihr werdet peu à peu immer mehr abnehmen. Ihr könnt natürlich draußen wenig essen, selbst ein Dressing hat schon zu viel Zucker. Ihr müsst vieles selbst machen, aber deswegen sind wir ja zusammen in der Community und zusammen schaffen wir das. Ich zeige es euch, was geht, Schlemmen ohne Reue, mit viel Geschmack. Ich bin Profi, ich kenne mich aus, ich koche aus Leidenschaft und ich kann euch sagen, wie ihr schmackhaft abnehmt, ohne zu verzichten.
Ist es ein Deal?